Willkommen zurück zu einem neuen Video und wir sind ja 2019 in die Schweiz ausgewandert und haben es seitdem noch nicht bereut und heute erzähle ich euch mal Vor- und Nachteile, die es so mit sich bringt, in der Schweiz zu leben. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal. Auch würde ich gerne eure Erfahrungen hören. Wie seht ihr die ganze Sache? Stimmt ihr mit mir überein oder meint ihr, hey, das ist bei mir gar nicht so gelaufen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vorteil Nummer 1 ist, wie ich finde, die Steuern, denn du zahlst nur 10% Einkommensteuer und ungefähr 6% Sozialabgaben, was im Verhältnis zu Deutschland mit 39% Steuern schon ziemlich zu Buche schlägt. Die Steuern sind natürlich von Kanton zu Kanton anders. Grundsätzlich ist es so, dass du in den Städten deutlich mehr Steuern zahlst als auf dem Land zum Beispiel. Vorteil Nummer 2 ist auf jeden Fall die direkte gelebte Politik, denn so wird sichergestellt, dass die Politiker im Volkswillen handeln und nicht umgekehrt. Das heißt, die Schweizer können über alles Mögliche abstimmen und bereits ab 100.000 Unterschriften binnen 3 Monaten kann ein Volksentscheid durchgeführt werden. Und da wird zum Beispiel abgestimmt, ob der Beitritt in die EU stattfinden soll oder ob neue Kampfjets gekauft werden soll oder ob ein Gebäck umbenannt werden soll und so. Also über alles Mögliche und das finde ich super, denn du fühlst dich wirklich noch wahrgenommen als Bürger und du siehst, dass deine Entscheidung etwas verändern kann. Vorteil Nummer 3 ist die Mentalität der Leute und das ist mir noch in keinem anderen Land aufgefallen, dass die Leute so nett und so freundlich sind und dir so entgegenkommen und respektvoll miteinander umgehen. Also das ist wirklich, wirklich klasse. Ein Vorteil für mich ist der Schweizer Franken, denn dieser ist deutlich wertstabiler und international anerkannter als so manch andere Währung. Ein weiterer Vorteil ist die Internationalität der Schweiz. Hier treffen so viele Nationen aufeinander, die so viele Erfahrungen und Werte mitbringen, was dich persönlich so viel reifen lässt und weiterkommen lässt. Ein weiterer Vor- bzw. Nachteil, je nachdem wie man das sehen möchte, ist, dass hier viele verschiedene Landessprachen gesprochen werden. Zum einen Französisch, Italienisch und vor allem Schweizerdeutsch. Und das ist in jedem Kanton nochmal anders. Für viele ist es schwer, Schweizerdeutsch zu verstehen. Manche brauchen viele, viele Monate und Jahre dafür. Selbst mit Kursen fällt es ihnen noch schwer, die Sprache zu verstehen. Bei anderen geht es wiederum ganz schnell. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Amtssprache Hochdeutsch ist und die Schriftsprache Hochdeutsch ist. Und viele Schweizer auch aus Höflichkeit zu Hochdeutsch wechseln, sobald sie mit dir sprechen und sie merken, ah ja, der kommt aus Deutschland oder so. Und ein weiterer Vorteil ist, dass es für mich das schönste Land der Welt ist. Also ich habe noch nie so wundervolle Natur gesehen und noch nie in so kurzer Zeit so weit weg gewesen von der Zivilisation, weil wenn du in die Berge hochgehst und du bist über 1500, 2000 Meter, da ist so gut wie kein Mensch mehr und du fühlst dich wirklich frei und du kannst so krass abschalten, das ist Wahnsinn und die Schweizer bewahren sich die Schönheit ihres Landes und die Schönheit ihrer Natur, da wird sehr drauf geachtet und geguckt. Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass die Schweiz sehr, sehr modern ist und Vorreiter an vielen, vielen Dingen. Das muss man natürlich mögen und man muss da mitgehen, man muss bereit sein, sich stetig zu verändern und sich im Endeffekt zu verbessern. Wenn das deine eigene Intention ist und du das Ganze unterstützt, dann fühlst du dich damit mega wohl. Wenn nicht, dann kann es natürlich auch ein Nachteil sein. Es ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt, also kommen wir mal zu den Nachteilen, in der Schweiz zu leben. Und da ist für mich ganz klar auf Platz 1, dass du deine Familie nicht mehr so oft siehst. Ein Grund, warum viele wieder zurückgehen, warum viele teilweise auch nur 5 Jahre oder 10 Jahre in der Schweiz bleiben und dann wieder zurückgehen, weil es macht einfach was mit dir, wenn du dein Land verlassen hast, das suggeriert dir was ganz, ganz anderes in deinem Kopf und du weißt einfach, da ist eine gewisse Distanz und ihr seht euch nur so und so oft im Jahr und das ist schon ja, teils ein komisches Gefühl, wo es wahrscheinlich sehr, sehr lange braucht oder auch nie, um sich dran zu gewöhnen. Nachteil Nummer 2 ist auf jeden Fall die Preise, denn in der Schweiz ist alles teurer. Man muss natürlich auch sagen, dass die Löhne deutlich höher sind, aber wie in jedem Land stehen Lebenserhaltungskosten im Verhältnis zu den Löhnen. Und wie überall, wenn du nicht gelernt hast, mit deinem Geld umzugehen, dann kommst du auch hier in der Schweiz nicht auf einen grünen Zweig. Nachteil Nummer 3 ist auf jeden Fall, du hast weniger Urlaub und du hast weniger Feiertage, wodurch du im Gesamten deutlich mehr arbeitest. Zumal eine Vollzeitwoche in der Schweiz auch noch Minimum 42 Stunden sind. Das heißt, plus Mittagspause, plus Überstunden, bist du wahrscheinlich durchschnittlich 50 Stunden die Woche auf Arbeit. Nachteil Nummer 4 ist eventuell, dass die Schweiz eine sehr elitäre Gesellschaft ist und eine sehr erfolgsorientierte Gesellschaft. Das heißt, es findet viel mehr Bewertung statt, erstmal anhand deiner Fähigkeiten und anhand deiner Erfolge. Damit muss man erstmal klarkommen und wenn man das zu schätzen weiß, ist es ein sehr, sehr guter Boost für dich, weiter nach vorne zu kommen im Leben und auch erfolgreicher zu werden im Leben. Wenn du dich aber nicht ständig selbst hinterfragst, dann kann es sein, dass du sehr schnell in der Entwicklung des Landes auf der Strecke bleibst.
Nachteil Nummer 5 ist eventuell, dass viele Schweizer sehr resigniert und eher distanziert sind, also dass es schwer sein könnte, aber ich denke, das ist in jedem Land so, wenn du auswanderst, neue Kontakte zu finden und zu knüpfen, da oft gerade wir Deutschen einen anderen Umgangston miteinander haben, der viel direkter und ja, einfach drauf los ist und die Schweizer eher so ein bisschen durch die Blume reden und es uns da teilweise schwerfällt herauszufinden, ob er jetzt eigentlich sich noch wirklich mit uns unterhalten will oder ob er eher weiter muss, nur die Höflichkeit ihm gerade verbietet, das Gespräch eigentlich zu unterbrechen und seinen Weg zu gehen. Ein weiterer Nachteil ist vielleicht für manche relevant, für andere nicht so, es gibt ein Tempolimit auf den Autobahnen und es gibt deutlich höhere Bußen. Das heißt, wenn du zu schnell fährst, kann es sogar sein, dass sie einfach dein Auto einziehen und das pfänden und verkaufen und so und da hast du dann kein Mitspracherecht. Ich würde es eher auch als Vorteil sehen, weil wenn du dich an die Gesetze hältst, dann hast du auch keine Probleme. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Reglement. Aber ja, das ist für manche eventuell ein Nachteil, nicht schnell fahren zu dürfen. Ein weiterer Nachteil ist, dass du mit einem Schweizer Pass nicht so flexibel reisen kannst wie mit einem deutschen Pass. Das zeigt sich oft in Visa-Anträgen, da ist es mit dem deutschen Pass schon deutlich leichter für die und die Länder ein Visa zu bekommen oder auch ein Visa für längere Zeit zu bekommen. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal. Hier oben verlinke ich euch mal viele andere interessante Videos und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao!